Zum Beispiel, einige der Veranstalterinnen haben sich explizit rassistisch geäußert, beziehungsweise sich nicht von diesen Äußerungen distanziert. Die veranstaltenden Organisationen weigern sich, antirassistische Politiken als wesentlichen Teil ihrer Arbeit zu verstehen. In diesem Sinne muss ich mich von dieser Kompliziertschaft mit Rassismus, einschließlich antimuslimischer Rassismus, distanzieren. Wir haben alle bemerkt, dass homo-, bi-, lesbisch-, trans-, queer Leute benutzt werden können von jenen, die Kriege führen wollen. Das heißt kulturelle Kriege gegen Immigrantinnen, durch forcierte Islamophobie und militärische Kriege gegen Irak und Afghanistan. Während dieser Zeit und durch diese Mittel werden wir rekrutiert für Nationalismus und Militarismus. Gegenwärtig behaupten viele europäische Regierungen, dass unsere schwule, lesbische, queer Freiheit geschützt werden muss, und wir sind gehalten zu glauben, dass der neue Hass gegen Immigrantinnen nötig ist, um uns zu schützen. Deswegen müssen wir Nein sagen zu einem solchen Deal. Und wenn man Nein sagen kann unter diesen Umständen, dann nenne ich das Courage. Aber wer sagt Nein? Und wer erlebt diesen Rassismus? Wer sind die Queers, die wirklich gegen eine solche Politik kämpfen? Wenn ich also einen Preis für Courage annehmen würde, muss ich den Preis direkt an jene weiterreichen, die wirklich Courage demonstrieren. Wenn ich so könnte, würde ich den Preis weiterzureichen an folgende Gruppen, die jetzt zu dieser Zeit und an diesem Ort Courage zeigen. Erstens, GLAD T, Gays and Lesbians from Turkey. Das ist eine queere Migrantinnen-Selbstorganisation. Diese Gruppe arbeitet heute sehr erfolgreich zu den Themen Mehrfachdiskriminierung, Homophobie, Transphobie, Sexismus und Rassismus. Lesbische Migrantinnen und schwarze Lesben ist der Anti-Gewalt- und Antidiskriminierungsbereich der Lesbenberatung Berlin. Er kann auf nunmehr 10 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblicken. Sie arbeiten zu Mehrfachdiskriminierung, Self-Empowerment und antirassistischer Arbeit. Suspect, eine kleine Gruppe von Queers, Trans of Color, die eine Anti-Gewalt-Bewegung, Anti-Gewalt aufgebaut haben und die davor einstehen, dass es nicht möglich ist, gegen Homophobie zu kämpfen, ohne auch gegen Rassismus zu kämpfen. Reach Out ist eine Beratungsstelle für Opferrechte, rassistische, antisemitische und homophobe, transphobe Gewalt in Berlin. Sie sind kritisch gegenüber struktureller und staatlicher Gewalt. Ja, und das sind alles Gruppen, die bei dem Transgenial CSD mitarbeiten, mitgestalten, das sich gegen Homophobie, Transphobie, Sexismus, Rassismus und Militarismus einsetzt und im Gegensatz zum kommerziellen CSD sein Datum wegen der FWM nicht verschoben hat. Ich möchte diesen Gruppen gerne gratulieren für ihre Courage, und es tut mir leid, dass unter diesen Umständen kann ich den Preis nicht annehmen.
Judith Butler, meine Damen und Herren. Da soll noch mal einer sagen, dieser CSD ist nicht politisch. Also das würde ich auch sagen. Es ist uns immer wieder vorgeworfen worden, wir feiern zu viel, wir sind nicht politisch, das kann man nicht mehr sagen. Wir müssen mal sagen, es wäre ja nicht Judith Butler, wenn sie einen Preis nicht einfach so kritiklos auch mal wieder annehmen würde. Ganz klar müssen wir sagen, als Berliner CSD verwehren wir uns vehement und bin ich persönlich auch sehr gekränkt gegen den Vorwurf des Rassismus. Das ist einfach nicht wahr. Und ihr könnt so laut schreien, wie ihr wollt, ist einfach so. Weil ehrlich gesagt, ihr seid hier nicht die Mehrheit. Ihr seid nicht die Mehrheit. Bei uns. Aber ganz ehrlich, wir haben und wir werden in Zukunft auch immer die Hand reichen und mit euch zusammenarbeiten. Das Problem ist, das ist eben offensichtlich nicht gewünscht. Wie dem auch sei, wir machen einfach weiter in unserem Programm. Genau, das würde ich auch sagen. Und Ole. Genau. Aber es ist doch mal, sowas lebt auch eine Veranstaltung auf und ich muss immer auch wirklich ganz ehrlich sagen, egal was ist, aber weltweit und auch so hier in Berlin, wir ziehen alle an einem Strang und so wird es immer sein und so bleibt es auch. Leute, wir haben wie gesagt ein weiteres wunderbares Programm und das wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Wir haben jetzt eine wunderbare Band, eine wunderbare Sängerin auf der Bühne. Im September erscheint ihr neues Album, das heißt